and welcome back zu einem neuen Video, heute mit Thailand-Vlog Nummer 5. Und zwar haben wir uns gestern Abend ganz spontan eine Fähre auf die Insel Koh Tao gebucht. Wir werden heute versuchen, innerhalb von knapp 5 Stunden die Insel unsicher zu machen und haben uns ein paar der schönsten Spots für euch rausgesucht. Und das gibt es in diesem Video für euch. Bis gleich! Als erstes werden wir uns jetzt mal einen Roller klar machen, damit wir die Insel auch bestmöglich erkunden können. Der Mario hat da einen Rollerverleih rausgesucht, der direkt hier am Bier ist. Wo der jetzt genau ist, ich glaube, da ist er. So, wir haben unseren Verleih gefunden. Also wir mieten uns so ziemlich den gleichen Roller, wie wir auf Koh Phangan genauso haben. Wie ich jetzt gehört habe, ist es 200 Baht pro Tag, weil wir brauchen das ja nur für 5 Stunden. Yeah, that's okay. I'll give you 500 and 3 seconds. I'll give you a deposit. Nach ein bisschen diskutieren haben wir jetzt unseren Roller gecheckt. Normalerweise vermieten die das immer nur für 2 Tage und dann kostet das Ganze, glaube ich, 500 Baht für 2 Tage. Wir brauchen das Ganze jetzt nur für 5 Stunden. Wollten sie uns erst nicht geben. Wir haben jetzt dann mit dem Preis geschraubt und jetzt hat es doch geklappt. Die wollen auch, wenn ihr den Roller ausleiht, einen Reisepass oder einen Personalausweis haben. Es funktioniert auch, wenn man ein etwas höheres Deposit vorschlägt und das hinterlegt. Also dann geben sie den Roller eben auch. Wir würden euch empfehlen, Reisepass und Personalausweis generell nie irgendwo abzugeben. Ja, ist die bessere Variante, wenn man ein kleines Deposit hinterlegt. Und dann ist man auf alle Fälle auf der safen Seite. So, wir bekommen jetzt noch das Ganze vollgetankt für heiße 100 Baht. Wir sind jetzt unterwegs zum ersten Viewpoint, und zwar der Shon Shuan Viewpoint oder so. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Jetzt gehst du erstmal ein paar Stufen nach oben und dann schauen wir uns mal die Aussicht an.
Wir sind jetzt hier am höchsten Punkt des auch San Suvan genannten Aussichtspunktes. Hier hinter mir sieht man die Calocpan Bay, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Vor mir ist die Shark Bay, also es ist hier ein wunderschöner Spot, um mal sich so einen ersten Überblick über die Insel zu verschaffen. Man kann hier die Südseite ganz schön beobachten, speziell auch mit der Drohne. Noch eine wichtige Information, wenn ihr hier raufkommt, ihr bezahlt 50 Baht Eintritt. Dafür gibt es aber ein Softgetränk, also ein Eistee oder ein Wasser oder ein Cola, gibt es dann gratis dazu. Ist aber wirklich schön hier. Ich habe die Plattform gebaut, also in den Wald hinein, zwischen den Bäumen hoch. Man hat eine wunderschöne Aussicht, kann man absolut empfehlen. Und ja, wir machen uns jetzt weiter zu Spot Nummer 2. Oh mein Gott. Okay. Hey, wenn man das zu zweit nicht mehr aufmacht, dann haben wir selber das heißt, gell? Wir haben es jetzt nach ca. 15 Minuten geschafft zur Hin Wong. Bucht soll ein sehr, sehr schöner Schnorchelspot sein. Was ich jetzt schon sagen kann, also wir haben 20 Baht Eintritt bezahlt. Ich glaube, es gibt hier noch ein, zwei Stellen, wo man auch gratis reinkommt, aber wir wollten uns das jetzt nicht antun, weil wir heute ja ein bisschen unter Zeitdruck stehen. Was mir aufgefallen ist, es ist sehr, sehr dreckig hier. Also Leute scheinen nicht viel zu tun zu haben, aber überall ist der Dreck, auch hier im Meer. Direkt neben den Schnorchlern. Das ist sehr, sehr schade. Die Christina ist jetzt schon im Wasser. Mal schauen, ob sie ein bisschen was findet. Wir haben leider auch unsere GoPro. Die ist jetzt leider kaputt. Jetzt sind wir heute nur mit dem Handy unterwegs und mit einer Unterwasserhöhle. Mal schauen, was das wird. Aber ja, es ist auf alle Fälle sehr schön hier. Nichts Spektakuläres, was man jetzt, sage ich mal, unbedingt sehen muss. Aber man kann definitiv mal vorbeischauen. Ja, ich werde mir jetzt auch noch mal den Strand kurz anschauen, die Christina suchen. Da kommt sie auch schon. Und Hallo. Feedback zu Meer? Ja, leider sieht es unter Wasser nicht viel besser aus als hier die Umgebung. Also es ist sehr dreckig, die Korallen sind quasi alle tot. Ich habe jetzt ein paar Fische gesehen. Ich hoffe, ich habe das darauf bekommen auf mein Phone. Wie gesagt, ein paar Fische kann man sehen, aber ansonsten ist alles tot. Sehr, sehr viel Müll unter Wasser. Sehr, sehr schade. Also wenn ich das empfehlen müsste, diesen Spot könnt ihr eigentlich weglassen. Also ich glaube, da gibt es sicher noch viel, viel schönere. Wir packen unsere Sachen wieder zusammen und weiter geht's zu Spot Nummer 3. Bevor es weitergeht, vielleicht noch ganz kurz, wenn ihr hierher kommen wollt, was jetzt wie gesagt eh nicht so empfohlen ist, aber wenn ihr hierher kommen wollt, schaut, dass ihr einen starken Roller habt, weil die Straßen sind so steil hier runter. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt mit unserem Roller wieder rauf. So, Spot Nummer 3 stellt sich als etwas schwierig heraus. Also wir wollten eigentlich jetzt zum Nang Yuang Viewpoint, ich hoffe, das spricht das richtig aus. Das Einzige, was wir gefunden haben, ist eine Sackgasse. Und das ist leider auch die traurige Wahrheit hier auf Koh Tao. Also unser erster Eindruck von der Insel ist wirklich, es ist sehr vermüllt, es ist sehr dreckig und ja, hier scheint einfach so eine Müllablagerung zu sein. Da wird mit dem Bagger dann wieder ein bisschen Erde drauf geschaufelt und dann passt das wieder. Wir werden das Ganze jetzt mal mit der Drohne etwas erkunden und mal schauen, was dann als nächstes folgt.
Stop Nummer 4 wäre die Mango Bay gewesen. Leider haben wir den Fehler gemacht und haben uns vorher nicht die Google-Rezessionen durchgelesen, denn diese Bucht ist leider nur über den Wasserweg erreichbar oder über einen 2-stündigen Fußmarsch, denn die Straße ist für den Roller leider so gut wie nicht befahrbar. Am 5. Spot, und zwar dem Love Koh Tao Viewing Point, und hier muss man sagen, ist es wunderschön. Man hat eine richtig spektakuläre View, man kann hier toll was essen, was trinken. Man hat auch einige Fotospots hier. Ich möchte vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten sagen zur Fähre. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr auf Koh Samui oder auf Koh Phangan seid und hier nach Koh Tao fahren möchtet, schaut am besten, dass ihr die Tickets so 1-2 Tage vorher am besten direkt beim Bier schon kauft, weil wenn man das online bucht, auch über die großen Plattformen wie Want2Go Asia oder so, da kann es immer wieder mal sein, dass gewisse Fähren nicht verfügbar sind, weil die Probleme mit den Updates hatten. Also so war das bei uns auch gestern. Wir haben quasi die kurzfristig eine Herfahrt gebucht und eine Rückfahrt war auf einmal nicht mehr verfügbar. Und dann haben wir gedacht, ja super, sind dann aber zum Bier runter, beziehungsweise zum Reisebüro, wo wir das gebucht hatten. Und dann hatten die natürlich noch ein Ticket für uns. Also das ist etwas, auf das man achten sollte. Ja, wir werden jetzt noch schön langsam austrinken, dann geht es wieder runter zum Bier und da würde ich sagen, dann melden wir uns dann nochmal. Alles klar. Alles klar, bis gleich. What gate? Let's take over there later. Wir sind wieder angekommen am Mehat Pier, haben gerade eingecheckt, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, sehr, sehr viel los. Ganz kurz noch zu den Ticketpreisen, was wir bezahlt haben für die Fähre. Und zwar, das waren pro Person 590 Baht pro Richtung, also kann man sagen, knapp 1200 Baht pro Person für so einen Tagesausflug. Und als Fazit lohnt es sich, nur für einen Tag auf die Insel zu kommen? Wir würden sagen definitiv nein, weil wenn man die ganze Insel sehen möchte, dann schafft man das einfach nicht an einem Tag. Es gibt so viele Spots, wo man dann auch mal 1, 2, 3 Kilometer zu Fuß gehen muss, und obwohl die Insel relativ klein ist, wäre das dann relativ knapp mit der Zeit. Also wenn man einfach nur die Insel erkunden möchte, sollte man schon eine Übernachtung einplanen, aber auch dann wird es wahrscheinlich relativ aktiv werden. Also wenn jemand sagt, er möchte auch ein bisschen relaxen, vielleicht 2 Tage, dann kann man Koh Tao eigentlich schon abdecken. Was uns aufgefallen ist, halt speziell auf der ganzen Insel im Vergleich zu Koh Phangan, obwohl Koh Phangan schon wesentlich größer ist, dass es hier sehr schmutzig ist. Also auch an den Stränden und so. Man hat auch Koh Phangan auch teilweise Schmutz, das ist keine Frage, aber hier fällt es doch sehr, sehr stark auf. Und ansonsten, Koh Tao ist definitiv einen Besuch wert, speziell wenn man auch ein Taucher ist, weil gerade hier alle 5 Meter ist eine Tauchschule. Hier kann man diesen Deepwater Diver, ich glaube, für 250, 300 Euro machen. Also es ist einer der günstigsten Plätze weltweit, wo man diese Ausbildung machen kann, und angeblich auch einer der schönsten. Also wir waren ja jetzt nicht tauchen, aber dafür soll Koh Tao definitiv geeignet sind. Ansonsten vielleicht noch kurz gesagt, es ist sehr, sehr viel los hier. Okay, es ist jetzt gerade Neujahr, aber man merkt schon wieder, der Ansturm beginnt, sowohl auf Koh Phangan als auch hier. Speziell jetzt hier bei der Fähre, wie man gleich wieder sehen wird, sehr, sehr viele Leute.
kommen dann auch schon wieder zum Ende vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns wieder nächste Woche zu einem neuen Video. Ciao, ciao.